Heute dreht sich alles um Äpfel, Äpfel, Äpfel. Yes. Spaß beiseite. Sherry von Lataffa möchte ich euch heute mal vorstellen. Ja, ein Apfelduft würde ich mal behaupten. Ja, so ein kompletter Apfelduft. Yes, 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 yes. Und was für ein Apfelduft. Wollt ihr mehr wissen? Wir gehen rein. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Rauch. Immer noch aus der wohl, ja, schönsten Stadt Deutschland, das auf jeden Fall, aber auch der größten Chaosstadt Deutschlands, Hamburg City. Ja, Sheriff, wenn richtig ausgesprochen, der Lataffa-Duft. Den wollte ich schon lange mal vorstellen. Zum Flakon. Ja, er ist ziemlich dünn. Wenn der steht und ihr nur ein bisschen irgendwo gegenkommt, kann der umfallen. Das nervt. Also der hat mich, glaube ich, an einem Tag ist der 5-mal umgefallen, weil ich irgendwie hier natürlich ein bisschen rumgeackert habe. Aber ich bin schon fast wahnsinnig geworden. Eigentlich ein fester Deckel, der dann aber abgeht. Aber sonst keine Angst. Er ist fest, ne? Zum Flakon, ja. Ist gut, ne? Würde ich mal sagen. Ist gut. Ja, kann man machen. Muss man nicht. Kann man, ja, ist doch schon nicht so schlecht. Hinten grün. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Ja, und es ist eben ein Apfelduft. Ein grüner. Definitiver grüner Apfelduft mit einem soweit ganz guten Sprüher. Das kriegt ihr aber richtig in die Fresse. Das klatscht, aber kein Beifall. Doch, Beifall eigentlich schon, weil er schon gut ist. Also, ihr kriegt einen richtigen grünen Apfel mit Bergamotte. Aber scheißt mal auf Bergamotte, weil ihr kriegt nur den grünen Apfel. Bei besten, also ich hatte das noch nicht, aber ich kann mir das vorstellen, weil er hat ja auch einen großen Bruder. Da kommen wir später zu. Obwohl ich ja immer diese Vergleiche nicht so gern mache, aber, oder nicht mehr, weil, ihr wisst, Insider wissen das, was ich meine. Man kann oder man könnte, die Betonung liegt auf könnte, Kopfschmerzen davon bekommen. Das ist schon eine stechender Apfel. Synthetisch, ja, minimal oder schon ein bisschen synthetisch, aber auch der große Bruder hat das. Da ist es ein bisschen abgerundeter. Ihr wisst welchen. Guckt auf Parfumo, dann wisst ihr, welchen Bruder ich meine. Mehr lasse ich so stehen. So, er ist abgerundeter mehr, der Bruder. Aber, also das sind 5%. Minimal. Also ganz, ganz schwer rauszufiltern, würde ich schon behaupten. So, und Kaschmeran und Veilchen kommt dann dazu. Veilchen ist natürlich immer solche Sache. Veilchen, aber da müsst ihr eigentlich keine Angst haben. Das wird hier nicht so ein Stinker oder so ein seifiger Geruch. Kennt ihr von Haribo, sind auch Veilchen, diese kleinen Dinger. Die sind immer in so einer im Matador-Mix drin, oder wie der heißt. Immer, wenn ihr Glück habt, ein. Aber es gibt den eben auch einzeln. Veilchen schmecken seifig. So, und Veilchen ist auch blumig, na, stinkig würde ich nicht. Ja, es kommt doch mal drauf an. Und dann seifig. Aber das habt ihr hier nicht. Und ja, Moschusnoten und so weiter kommen dann auch noch, aber im Endeffekt bleibt es einfach ein Apfelduft, ja, und die Bergamotte im Hintergrund ist da, aber es bleibt einfach bei einem Apfelduft. Ich wiederhole es bleibt bei einem Apfelduft. Es ist ein Apfelduft. Habe ich schon erwähnt, dass es ein grüner Apfelduft ist? Yes, das habe ich gemacht. Ich bin aber schwerst aus begeistert, ja. So, auch noch mal kurz zum Vergleich. Braucht man den, wenn man den großen Bruder hat, den ihr nachschauen könnt auf Parfumo, ohne Werbung zu machen für Parfumo oder woanders meinetwegen auch. Ich sage mal, wenn ihr es, also schon, ja, im Endeffekt ja, ihr habt natürlich klar, es ist eine ähnliche DNA, es ist eine sehr, sehr ähnliche DNA, der ist schon gut. Aber hinten raus und auf der Haut, nein, nicht so wirklich. Das hat auch meine Frau gesagt, das sage ich und 1, 2 andere Leute, die ich kenne. Das ist auf der Haut anders. Wenn ihr den sprüht, so hier, ja, habt ihr das. Das mag auch sein, dass das konnte ich jetzt nicht wirklich testen. Wie soll ich das auch machen? Dann müsste ich einen anderen nehmen und der sagt: „Trag den mal“, dann gehen wir vorbei an bla, aber das ist 'n Aufstand, der unnötig ist. Aber in der Luft mag das schon Ähnlichkeiten haben. Aber wenn man selber den so trägt, vor allen Dingen nach 2 Stunden, dann habt ihr schon
ein Unterschied ein bisschen. Oder was heißt ein bisschen? Schon 'n bisschen größer. Meines Erachtens ist da beim großen Bruder bleibt die Apfelnote, sie bleibt tiefer, runder, nicht ganz so synthetisch, aber die DNA ist trotzdem sehr, sehr nah. Wisst ihr, was ich meine? Das ist schwer zu erklären, aber so müsst ihr euch das, vorstellen. Aber jetzt kommen wir dazu, der große Bruder kostet Geld und wenn ihr das nicht habt, jetzt erst mal die Leute, die das nicht über haben. Dann ich mache das jetzt auch in Zukunft so, erst für die Leute, also die das nicht über haben, wenn's denn um so Vergleiche geht, dann ist das eine ich weiß nicht, ob das die beste Alternative ist, weil ich nicht weiß, ob's, zu dem großen Bruder noch einen anderen, sage ich mal, eine andere Alternative gibt, Dupe oder whatever. Ich kenne jetzt die nur, dann ist das eine richtig, richtig gute Alternative. Da braucht ihr gar nicht zu labern. Es ist einfach Fakt. So, Faktum, wie ich immer früher gesagt habe. Das habe ich lange nicht gesagt. Ist natürlich absolut falsch. Faktum, das sagt man so nicht, aber ihr wisst ja, wie ich einiges immer so ins Rollen bringe, manche Sachen so. Da bin ich ja bekannt. Ja, auf jeden Fall. Nein, das ist, ernsthaft ist es ein guter Duft. Für Leute, die Geld haben und die darauf scheißen und sagen: „Ah, es ist mir egal." Die trotzdem sagen, es gibt Leute, die Geld haben, sparen auch gern. Das ist klar, deswegen haben sie auch Geld auch, ne? Ist nicht nur mit den Verdienst. Die sind ja auch intelligent, die ballern das nicht raus und so weiter, ne? Und das Ding ist aber, die können den auch holen, wenn sie mehr rumsprühen wollen. Die sind auch manchmal geizig, das ist einfach so. Und, aber wenn ja, kauft euch das Original, weil dann ist es klar, es ist schon 'n bisschen besser und es riecht länger und es riecht eben nach diesen typischer DNA. Das hier auch gegeben ist, aber wenn ihr richtig dran riecht, habt ihr das im Endeffekt nicht so. Aber das ist nicht schlimm, aber es ist in der Luft schon sehr nah und am Anfang oder jetzt hier die ganze Zeit rieche ich einfach diesen grünen Apfel und das habt ihr eben auch beim großen Bruder. Also im Endeffekt ist das vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau. Ja. Nun kommen wir zur Haltbarkeit. Boah, ja, da tun die sich eigentlich gar nicht so viel. Das ist auch schwer. Das ist ein sehr, sehr frischer Apfelduft. Ich finde, dass hätte ich fast was gesagt, der große Bruder sehr gut hält, aber das ist immer Tagesform, auch bei mir. Mal 5 Stunden, mal 8 Stunden tatsächlich. Das ist hier ungefähr 6 Stunden. Das reicht aber. So, also vielleicht bei manchen länger, bei manchen weniger. Das ist aber wie bei jedem Duft. Und die Sillage, dadurch, dass der grüne Apfel so extrem ist er definitiv wahrzunehmen. So. Dieser Duft ist übrigens unten in der Videobeschreibung zu bekommen und da benutzt auch bitte meinen Gutscheincode, weil es dann auf jeden Fall etwas günstiger, Freunde. Ja, auf jeden Fall den Duft könnt ihr auf jeden Fall euch zulegen, wenn ihr auf, ja, grüne Apfeldüfte steht. Was habe ich am Anfang des Videos gesagt? Ist egal, das ist 'ne Katastrophe. Das kann ich schon wieder, ne? Also, meine Fresse, ey. Nein, aber ihr könnt den holen für das Geld, was er kostet. Easy. Wie gesagt, unten benutzt meinen Gutscheincode. Das geht übrigens, oh, wie habe ich das vergessen? Ich glaube, es geht auf den ganzen Warenkorb oder so Einkauf. Macht das gern, da habt ihr was von und so weiter und so fort. Da bekommt ihr noch andere günstige und da könnt ihr reinhauen. Auf jeden Fall, der Duft ist gut. Aber natürlich, klar, da ist so 'n bisschen mit Abstrichen muss man rechnen, aber er ist schon sehr gut. Er ist sehr gut. Das ist 'n gutes Ding. Ihr müsst auch immer den Preis sehen und dafür ist das easy going, Alter. Das ist einfach locker durch die Hose geatmet. Einfach entspannt geil. Ja, Freunde, dann schreibt mal, kennt ihr den schon? Oder kennt ihr die Vergleiche? Was haltet ihr von denen? Dann würde ich sagen, gehen Grüße raus an euch und an meine Mitglieder, wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt. Ich bin schon so lange dabei. Es ist eben auch immer viel Arbeit. Ob in Urlaub, ob hier, ob da, eigentlich immer, dann unterstützt ihn und ja, macht eine Mitgliedschaft und so weiter und so fort. Wenn nicht, lasst es sein. Auf jeden Fall gehen Grüße raus an die ganzen Mitglieder, die dabei sind schon so lange. Freut mich, dass ihr immer noch mich unterstützt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ja, dann bin ich, sage ich mal, raus und wir genießen das Wetter, oder? Ja, naja, obwohl diese Woche jetzt wieder ja nicht mehr so ist wie am Wochenende.